Jeden Morgen, noch bevor die ersten Händler ihre Bildschirme einschalten und bevor irgendwo auf der Welt eine Börsenglocke läutet, ist eine Entscheidung längst gefallen. Nicht in einem Regierungsgebäude, nicht bei einer Zentralbank und schon gar nicht durch einen Menschen. Tief in Serverzentren in New York, Budapest und Wilmington läuft ein System, das niemals schläft. Eine Maschine, die in jeder einzelnen Sekunde berechnet, wo Risiko entsteht, wo Kapital verschwindet und welche Teile der Weltwirtschaft als nächstes unter Druck geraten könnten. Die Summen, die dieses System überwacht, sind größer als die Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten, Chinas und der gesamten Europäischen Union zusammen. Und trotzdem haben die meisten Menschen nie von ihm gehört. Obwohl ein Teil der globalen Finanzwelt längst von seinen Berechnungen abhängig geworden ist. Sein Name ist Aladdin. Und er gehört einem einzigen Unternehmen. BlackRock verwaltet heute mehr als 10 Billionen Dollar. Keine Zentralbank der Welt kontrolliert so viel Kapital. Kein Hedgefonds, kein Staatsfonds, keine Regierung. Zum Vergleich, die gesamte Wirtschaftsleistung Deutschlands, der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, lag 2023 bei etwa 4,1 Billionen Dollar. BlackRock verwaltet mehr als das Doppelte davon. Das bedeutet, ein einziges privates Unternehmen besitzt heute mehr finanziellen Einfluss als die meisten Staaten der Erde. Und genau das macht BlackRock so ungewöhnlich. Die größte Finanzmacht des modernen Kapitalismus ist keine öffentliche Institution, kein Ministerium und auch keine Zentralbank, sondern ein Unternehmen, das die meisten Menschen niemals gewählt haben und dessen Name trotzdem hinter den Kulissen fast überall auftaucht. Die meisten Menschen kennen BlackRock nicht. Und vielleicht ist genau das ein Teil seiner Stärke. Denn wirkliche Macht ist selten laut. Sie bewegt sich leise, strukturiert, unsichtbar. Das ist kein Zufall. Das ist Architektur. Hinter dieser Architektur steht ein Mann, den außerhalb der Finanzwelt nur wenige erkennen würden. Kein Präsident, kein Zentralbankchef und keiner dieser Tech-Milliardäre, die ständig auf Bühnen stehen. Und trotzdem lesen Finanzminister, Staatsfonds und Zentralbanken seine Worte oft genauer als die Aussagen vieler gewählter Politiker. Einmal im Jahr verschickt er einen Brief. Kein offizielles Regierungsdokument und trotzdem behandeln viele Unternehmen ihn fast so. Und trotzdem verändern Unternehmen nach diesem Brief ihre Strategien, ihre Investitionen, teilweise sogar ihr gesamtes öffentliches Auftreten. Sein Büro liegt in einem Glasturm in Manhattan. Dort sitzt ein Mann, der nie gewählt wurde und trotzdem Einfluss auf Entscheidungen hat, die Milliarden Menschen indirekt betreffen. Sein Name ist Larry Fink. Und das Merkwürdige an seiner Geschichte ist, sie beginnt nicht mit Macht, sie beginnt mit einem Fehler, der ihn fast seine gesamte Karriere gekostet hätte. Larry Fink wuchs nicht in den Machtzentren Amerikas auf, nicht in Manhattan, nicht in Washington, nicht in einer Familie mit politischen Kontakten oder altem Geld. Er wuchs in Van Nuys auf, einem ruhigen Vorort von Los Angeles, weit entfernt von den Türmen der Wall Street. Sein Vater betrieb ein kleines Schuhgeschäft, seine Mutter unterrichtete Englisch. Es war ein stabiles mittelständisches Leben, kein Luxus, kein berühmter Familienname, nichts, das auf spätere Macht hingedeutet hätte. Aber Menschen, die Larry Fink später begegneten, beschrieben schon früh etwas Auffälliges an ihm. Er mochte keine Unsicherheit. Während andere Studenten über Politik diskutierten oder von Karrieren träumten, beschäftigte ihn etwas anderes: Systeme, Muster und die Frage, warum Menschen Risiken meistens erst erkennen, wenn es bereits zu spät ist. Er studierte Politikwissenschaften an der UCLA und machte später seinen MBA an der Anderson School of Management. Doch was ihn wirklich faszinierte, waren nicht Theorien. Es war Kontrolle. Die Vorstellung, dass sich selbst Chaos berechnen lässt, wenn man nur genug Daten besitzt. 1976 begann Larry Fink bei der First Boston Corporation. Er war 24 Jahre alt, ehrgeizig, intelligent und außerhalb der Wall Street praktisch unsichtbar. Doch innerhalb weniger Jahre änderte sich das. Fink entwickelte Modelle, mit denen Hypothekenmärkte analysiert wurden wie kaum zuvor. Während viele Händler noch nach Instinkt arbeiteten, vertraute Fink längst auf Daten, auf Berechnungen, auf Muster, die andere übersahen. Und plötzlich ging die Rechnung auf. Sein Team verdiente für First Boston in einem einzigen Jahr rund $1 Milliarde. In den Fluren der Bank sprach man plötzlich anders über ihn. Nicht mehr wie den eines jungen Analysts, sondern wie den eines Mannes, der die Zukunft der Wall Street verstehen könnte. Und genau in diesem Moment passierte der Fehler. 1986 verlor Larry Fink innerhalb eines einzigen Quartals rund $100 Millionen. Kein Betrug, keine Panik, nur ein Modell, das falsch lag. Sondern durch etwas, das viel gefährlicher war. Ein Modell, das falsch lag. Eine Zinsprognose, die nicht eintraf. Eine Berechnung, die Sicherheit versprach, bis sie plötzlich kollabierte. Bis heute wurde nie vollständig öffentlich, was damals genau geschah. Aber die Folgen waren brutal. Fink verlor seinen Einfluss, seine Position, seinen Ruf innerhalb der Bank.
Menschen, die ihn wenige Monate zuvor noch als Wunderkind der Wall Street gefeiert hatten, sahen plötzlich weg, wenn er an ihnen vorbeiging. Er war 33 Jahre alt. Und zum ersten Mal verstand er etwas, das ihn nie wieder loslassen würde. Die gefährlichsten Risiken sind oft genau die, die Systeme für kontrollierbar halten. Jahre später würde aus genau diesem Gedanken BlackRock entstehen. Doch das war nur ein Teil der Geschichte. 1988 traf Larry Fink eine Entscheidung, die später einen großen Teil der globalen Finanzwelt verändern würde. Zusammen mit 7 Partnern gründete er eine neue Firma. Kein prestigeträchtiges Hauptquartier, keine milliardenschweren Investoren im Hintergrund, nur ein kleiner Raum in Manhattan und eine Idee. Sie arbeiteten zunächst aus einem einzigen Raum innerhalb der Blackstone-Zentrale in Manhattan. Doch die eigentliche Idee war größer als das Büro. Fink wollte nach seinem Zusammenbruch bei First Boston nie wieder erleben, wie ein System Risiken unterschätzt. Für ihn war Risikomanagement keine technische Nebenaufgabe mehr. Es war der wichtigste Teil des gesamten Finanzsystems. Während andere Investmentfirmen versuchten, mehr Geld zu verdienen, versuchte Fink etwas anderes. Er wollte verstehen, wo das System brechen könnte, bevor es passiert. Und seine Partner dachten ähnlich. Viele institutionelle Investoren bewegten damals Milliarden durch Märkte, die sie selbst nicht vollständig verstanden. Hypothekenpakete, Anleihen, Finanzprodukte, die viele Menschen kauften, ohne die Risiken wirklich zu verstehen. Fink glaubte, dass genau dort die Macht der Zukunft entstehen würde. Nicht darin, Risiken zu ignorieren, sondern darin, sie besser zu verstehen als alle anderen. Die Firma hieß zunächst Blackstone Financial Management. Doch nach einem internen Machtkampf mit Blackstone zerbrach die Partnerschaft. Die neue Firma brauchte einen eigenen Namen. Schwarz, Fels, BlackRock. Der Name klang schwer, stabil, fast unbeweglich. Genau das war die Botschaft. In den ersten Jahren war BlackRock noch klein. Keine Milliarden, keine globale Präsenz, kein Konzern, der Regierungen beeinflusste. Was es hatte, war Aladdin, das System, das Fink bereits entwickelt hatte und das er nun schrittweise verfeinerte. Die ersten Kunden waren vorsichtig. Sie wollten verstehen, wie das Risiko in ihren Portfolios aussah. Fink lieferte Antworten, die andere nicht liefern konnten. Das sprach sich herum. 1994 übernahm BlackRock die Verwaltung des gesamten Hypothekenportfolios der General Electric Capital Corporation, ein Mandat im zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich. Es war der erste große institutionelle Auftrag. Er bewies, dass das Modell skalierbar war. Dann begann das Wachstum, das die nächsten 30 Jahre nicht stoppen würde. 1999 ging BlackRock an die Börse. $14 pro Aktie. Ein Unternehmen mit rund 165 Milliarden Dollar an verwalteten Vermögen. Groß, aber noch nicht dominierend. Das änderte sich mit einer Serie von Übernahmen, die Fink mit chirurgischer Präzision durchführte. Merrill Lynch Investment Managers im Jahr 2006 49 Milliarden Dollar an Vermögenswerten in einem einzigen Schritt. Barclays Global Investors im Jahr 2009 13,5 Milliarden Dollar Kaufpreis, mehr als 3 Billionen Dollar an verwalteten Vermögen. Diese einzelne Transaktion machte BlackRock über Nacht zum größten Vermögensverwalter der Welt. Was Fink verstanden hatte, war einfach. In der Finanzwelt gewinnt, wer die meisten Daten hat. Und wer die meisten Daten hat, bekommt mehr Kunden. Und wer mehr Kunden hat, bekommt mehr Daten. Es war ein Kreislauf. Und er drehte sich nur in eine Richtung. Was er als nächstes tat, machte ihn in Wirtschaftskreisen berüchtigt. Der Name war ungewöhnlich. Aladdin. Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. Ein technisches Akronym versteckt hinter dem Namen eines Märchens. Doch die Idee dahinter war alles andere als harmlos. In den frühen Jahren war Aladdin nur ein internes Werkzeug bei BlackRock. Das System analysierte Hypothekenmärkte, Zinsschwankungen und Risiken in gigantischen Portfolios. Anfangs wirkte Aladdin nur wie eine bessere Version der Systeme, die andere Banken bereits verwendeten. Doch mit der Zeit veränderte sich etwas. Mit jedem neuen Datensatz wurde das System präziser, schneller, aggressiver in seinen Berechnungen. Finks Team fütterte Aladdin mit historischen Marktbewegungen, Ausfallquoten und Milliarden einzelner Finanzdaten. Und irgendwann bemerkte BlackRock etwas Entscheidendes. Das System erkannte Risiken oft früher als die Menschen, die die Portfolios verwalteten. Irgendwann sprach sich das herum. Versicherungen, Pensionsfonds, große Investmentgesellschaften. Sie wollten Zugang zu denselben Berechnungen. Und genau dort begann BlackRock, sich von allen anderen zu unterscheiden. Larry Fink verstand plötzlich, dass Aladdin mehr war als ein internes Werkzeug. Es war ein Informationsnetzwerk. Denn jedes neue Unternehmen, das Aladdin nutzte, machte das System noch mächtiger. Mit jedem neuen Datensatz verstand BlackRock die Finanzwelt ein Stück genauer. Nicht nur die eigenen Portfolios, sondern die Portfolios fast aller anderen. BlackRock verkaufte deshalb nicht die Firma, es verkaufte den Zugang zur Infrastruktur. Und plötzlich begannen einige der größten Finanzinstitutionen der Welt freiwillig, ihre sensibelsten Daten in ein System einzuspeisen, das vollständig einem einzigen privaten Unternehmen gehörte.
fast wie ein Betriebssystem für die globale Finanzwelt. Pensionskassen, Versicherungen, Zentralbanken. Die Kunden zahlten eine Lizenzgebühr und dafür liefen ihre Portfolios auf BlackRocks Infrastruktur. BlackRock sah, was sie hielten, wie sie positioniert waren, wo ihre Schwachstellen lagen. Es war, als würden alle Spieler am Tisch ihre Karten offen hinlegen, während nur einer den gesamten Überblick hatte. Heute verarbeitet Aladdin das Risiko von Vermögen in Höhe von schätzungsweise 21 Billionen $. Seine Kunden sind unter anderem die Allianz, der japanische Staatsfonds GPIF, der größte Pensionsfonds der Welt, die Schweizer Nationalbank und Dutzende weitere institutionelle Investoren, die zusammen für die Rentenersparnisse von hunderten Millionen Menschen verantwortlich sind. Jeden Tag führt Aladdin mehr als 180 Millionen Berechnungen durch. Es modelliert Szenarien, was passiert mit einem Portfolio, wenn die Zinsen um einen halben Prozentpunkt steigen. Was passiert, wenn eine mittelgroße europäische Bank in Schwierigkeiten gerät? Die Antworten fließen in Entscheidungen ein, die oft getroffen werden, bevor ein Mensch die eigentliche Frage überhaupt zu Ende gelesen hat, und genau darin liegt das eigentliche Risiko. Denn wenn Aladdin falsch liegt, wenn eine Variable übersehen wird oder eine Kettenreaktion unterschätzt wird, dann betrifft dieser Fehler nicht einen einzelnen Fonds. Er betrifft alle, die auf derselben Infrastruktur operieren. Rentner in Tokio, Staatsfonds in Oslo, Versicherungen in München gleichzeitig. Aladdin ist längst mehr als nur Software geworden. Es ist das Nervensystem der globalen Finanzwelt und es gehört vollständig einem einzigen privaten Unternehmen. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnte, das war erst der Anfang. Im September 2008 brach Lehman Brothers zusammen. Innerhalb weniger Stunden begann sich das Finanzsystem der Vereinigten Staaten aufzulösen. Händler standen plötzlich von ihren Bildschirmen auf, Banken stoppten plötzlich den gegenseitigen Kreditverkehr. Milliarden verschwanden aus Märkten, die wenige Tage zuvor noch als stabil galten. Doch das eigentliche Problem war nicht nur der Absturz selbst. Das eigentliche Problem war, niemand wusste mehr, wo das Risiko überhaupt lag. Hinter verschlossenen Türen begann echte Panik. Hochrangige Mitarbeiter des US-Finanzministeriums beschrieben die Situation später als einen Moment, in dem selbst erfahrene Banker und Regulierer nicht mehr verstanden, wie tief die Kettenreaktion bereits geworden war. Wer hielt die toxischen Hypothekenpapiere? Welche Banken würden als nächstes kollabieren? Welche Fonds waren miteinander verbunden? Und genau das konnte niemand mehr mit Sicherheit beantworten. Und genau das machte die Situation so gefährlich. Nicht nur wegen der Verluste, sondern weil das gesamte System plötzlich blind geworden war. In internen Sitzungen fiel deshalb eine Frage immer wieder: Versteht da draußen überhaupt noch irgendjemand, was gerade passiert? Und dann geschah etwas Bemerkenswertes. Also riefen das US-Finanzministerium und die Federal Reserve BlackRock an. Keine Großbank, nicht die SEC und auch keine staatliche Behörde mit jahrzehntelanger Erfahrung. Ein privates Unternehmen in Manhattan, weil dort offenbar die einzigen Modelle existierten, die noch erklären konnten, was auf den Hypothekenmärkten überhaupt passierte. BlackRock analysierte in den folgenden Monaten die toxischen Portfolios von Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac und AIG. Die US-Regierung zahlte dafür. BlackRock wurde zum zentralen Berater der größten staatlichen Bankenrettung in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Mit einem Auftrag, der sich auf über 130 Milliarden $ an problematischen Vermögenswerten erstreckte. Plötzlich saß Larry Fink an Tischen, an denen Entscheidungen getroffen wurden, die das Leben von Millionen Menschen beeinflussten. Er war kein gewählter Politiker, kein Beamter, kein offizieller Regulierer. Er war der Mann mit den besten Daten, und in einer Krise kann das mächtiger werden als jedes politische Amt. Die Frage ist nur, sollte ein privates Unternehmen in einer Krise überhaupt so unverzichtbar werden können? Als die Krise abgeklungen war, stand BlackRock mit einem Ruf da, den keine Marketingkampagne der Welt hätte kaufen können. Das Unternehmen, das die Welt gerettet hatte. Die Vermögen, die BlackRock verwaltete, explodierten. Institutionen, die vorher gezögert hatten, übergaben ihre Portfolios. Regierungen, die in der Krise geholfen worden waren, öffneten Türen. Und Larry Fink verstand schnell, wie viel Macht sich hinter diesen Türen verbarg. In Washington, Brüssel und London existiert ein Begriff, den außerhalb politischer und finanzieller Machtkreise nur wenige Menschen kennen. Die Drehtür. Gemeint ist der Moment, in dem Menschen plötzlich die Seite wechseln. Regulierer werden plötzlich Berater großer Finanzfirmen. Regierungsbeamte tauchen Monate später in Vorstandsetagen auf. Menschen, die gestern noch Regeln geschrieben haben, arbeiten heute für jene Unternehmen, die von genau diesen Regeln betroffen sind. Und kaum ein Unternehmen verstand dieses System besser als BlackRock. Mit den Jahren entstand rund um BlackRock ein Netzwerk, das immer näher an die politischen Machtzentren der westlichen Welt rückte. Ehemalige Zentralbanker, Regierungsberater, Menschen aus Ministerien und dem Weißen Haus. Viele von ihnen wechselten später direkt zu BlackRock. Andere gingen aus BlackRock zurück in politische Schlüsselpositionen.
Philipp Hildebrand, ehemaliger Präsident der Schweizerischen Nationalbank, wurde Vizevorsitzender des Unternehmens. Stanley Fischer, früher Vizepräsident der Federal Reserve, ebenfalls. Tom Donilon, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater unter Obama, leitete später das BlackRock Investment Institute. Brian Deese wechselte von BlackRock direkt ins Weiße Haus. Michel Peil ebenfalls. Und langsam entstand daraus etwas, das größer war als ein gewöhnliches Finanzunternehmen. BlackRock wurde zu einem Knotenpunkt. Ein Ort, an dem Kapital, Politik und globale Macht immer stärker miteinander verschmolzen. Manche sehen darin notwendige Zusammenarbeit. Andere würden sagen, dass genau dort die Grenzen zwischen öffentlicher Macht und privatem Einfluss verschwimmen. Mark Wiedmann, einer der wichtigsten BlackRock-Manager, wurde von Barack Obama persönlich für ein staatliches Amt in Betracht gezogen. In der umgekehrten Richtung verlief die Bewegung genauso reibungslos. Brian Deese, der als Direktor des National Economic Council unter Biden einer der wichtigsten Wirtschaftsberater des Weißen Hauses war, kam direkt aus seiner Position als Global Head of Sustainable Investing bei BlackRock. Michael Peil, Bidens Hauptwirtschaftsberater, arbeitete vorher bei BlackRock. Larry Summers, der unter Clinton Finanzminister war, beriet BlackRock als externer Ratgeber. Das waren längst keine Einzelfälle mehr. Dahinter begann ein Muster sichtbar zu werden. Und Muster dieser Art existieren auch in Europa. In Brüssel, in London, in Frankfurt. Die European Central Bank hat in Krisensituationen Beratungsaufträge an BlackRock vergeben. Die Europäische Kommission griff auf BlackRocks Analysen zurück, als sie Nachhaltigkeitsrichtlinien für den Finanzsektor entwickelte. Die Bank of England konsultierte das Unternehmen nach dem Brexit-Votum. In all diesen Fällen saß plötzlich eine private Firma mit am Tisch, wenn öffentliche Politik vorbereitet wurde. In jedem dieser Fälle verfügte diese Firma über Informationen und Modelle, die keine Regulierungsbehörde vollständig replizieren konnte. BlackRock existiert in einem Raum, der zwischen privater Finanzwirtschaft und öffentlicher Politik liegt, einem Raum, den keine Regierung vollständig kontrolliert, den kein Regulierer vollständig überblickt und für den es keine demokratische Legitimation gibt. Und genau in diesem Raum werden heute viele der wichtigsten wirtschaftlichen Entscheidungen vorbereitet. Jeden Januar erscheint der Brief. Larry Finks jährlicher Brief an CEOs, an die Führungskräfte der größten Unternehmen der Welt, die BlackRock als Aktionär haben. Es ist kein Aktionärsbrief im klassischen Sinne, kein nüchterner Bericht über Renditen oder Portfolios. Er ist eine politische Stellungnahme, eine Weltanschauung, eine Art Anleitung, nur formuliert in der Sprache globaler Märkte. 2018 schrieb Fink, dass Unternehmen nicht nur Profit erzielen, sondern auch einen gesellschaftlichen Zweck erfüllen müssen. Allein dieser Brief dominierte Wirtschaftsredaktionen auf mehreren Kontinenten. 2020 kündigte er an, Nachhaltigkeit zum zentralen Kriterium aller Investitionsentscheidungen zu machen. Ein Satz, der dazu führte, dass Dutzende von Unternehmen innerhalb weniger Monate ihre Nachhaltigkeitsberichte neu formulierten. 2022 positionierte er sich zum Ukraine-Krieg, zur Inflation, zu geopolitischen Risiken, mit einer Direktheit, die selbst gewählten Staatsoberhäuptern manchmal fehlt. Die Reaktionen auf diese Briefe sind bezeichnend. Unternehmenschefs lesen diese Briefe nicht nur. Viele verändern danach ihre Strategien, nicht weil Fink sie dazu zwingt, sondern weil BlackRock der größte oder zweitgrößte Aktionär von Apple, Microsoft, Amazon, Google, JP Morgan, Bank of America und hunderten weiterer Unternehmen ist. Wenn BlackRock abstimmt, bei Hauptversammlungen, bei Vorstandswahlen, bei strategischen Entscheidungen, dann ist das keine Stimme. Das sind Milliarden von Aktien, die in eine Richtung bewegt werden. Kein Einzelaktionär, kein Pensionsfonds, keine Regierung kann dagegen eine vergleichbare Masse mobilisieren. Wenn BlackRock spricht, hören die Märkte zu, nicht aus Loyalität, sondern weil die Zahlen zu groß geworden sind, um sie zu ignorieren. Und genau hier beginnt der eigentliche Wendepunkt. Denn Fink hat in diesen Jahren etwas getan, das vor ihm kaum jemand versucht hatte. Er hat einem privaten Unternehmen eine moralische Stimme gegeben. ESG, Environment, Social Governance, wurde unter BlackRock zum globalen Standard für Unternehmensführung erklärt. Investoren weltweit richteten ihre Portfolios danach aus. Regulierer in Brüssel und Washington schrieben Richtlinien, die BlackRocks eigene Kriterien spiegelten. Zum ersten Mal begann ein privates Unternehmen mitzuentscheiden, wie globale Unternehmensmoral aussehen sollte. Dann kam der Gegenwind, und er kam von beiden Seiten gleichzeitig. Was dann folgte, offenbarte etwas über BlackRock, das der Brief nie gesagt hatte. Und über Larry Fink, das er selbst vielleicht noch nicht vollständig verstanden hatte. Das ist der Stoff von Teil 2. Im Sommer 2022 schickte der Staatsschatzmeister von Texas einen Brief. Er war nicht an einen Staatschef adressiert, nicht an eine Regulierungsbehörde, nicht an eine Bank. Er war an Larry Fink adressiert, persönlich, namentlich, direkt. Der Inhalt war unmissverständlich, Texas werde sein Staatsvermögen aus BlackRock abziehen. Der Grund, den der Brief nannte, war nicht Rendite. Nicht Risiko, nicht Misswirtschaft.
Es war ein Wort, ESG. Und genau dort begann etwas, womit BlackRock offenbar nicht gerechnet hatte. In den darauffolgenden Monaten folgten weitere US-Bundesstaaten. Florida, Louisiana, Arkansas, West Virginia. Plötzlich begannen mehr als 20 amerikanische Bundesstaaten damit, BlackRock und andere große Vermögensverwalter von staatlichen Pensionsgeldern auszuschließen, mit der Begründung, dass ESG-Kriterien politische Ideologie in Investitionsentscheidungen einbrächten und damit gegen die treuhänderische Pflicht gegenüber den Rentenberechtigten verstießen. Florida zog rund $2 Milliarden ab. Texas kündigte Verträge, die BlackRock das Recht entzogen, staatliche Gelder zu verwalten. Das war längst keine symbolische Geste mehr. Daraus wurde eine koordinierte politische Kampagne. Und plötzlich traf der Druck genau einen Punkt, den BlackRock offenbar unterschätzt hatte. Den Punkt, wo Moral auf Mandatsverlust trifft. Larry Fink, der Mann, der jahrelang Briefe über gesellschaftliche Verantwortung geschrieben hatte, stand plötzlich im Kreuzfeuer der konservativen Bewegung Amerikas. Sein Name tauchte plötzlich überall auf. In Wahlkampfreden, in Fox-News-Sendungen, in Anhörungen des Kongresses. Er wurde zum Gesicht dessen, was seine Kritiker Woke Capitalism nannten. Die Behauptung, dass große Unternehmen unter dem Deckmantel von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung linke Politik durchsetzen. Und genau an diesem Punkt veränderte sich plötzlich der Ton. Larry Fink begann vorsichtiger zu werden. 2023, in einem öffentlichen Interview sagte Larry Fink, er werde den Begriff ESG nicht mehr benutzen. Nicht, weil er die Idee aufgebe, so formulierte er es vorsichtig, sondern weil der Begriff politisch kontaminiert sei. Er sagte, er schäme sich dafür, dass ESG zu einer Waffe im Kulturkampf geworden sei. Für viele Beobachter war das ein überraschender Moment. Der Mann, der mit seinen jährlichen Briefen maßgeblich dazu beigetragen hatte, ESG zum globalen Investitionsstandard zu machen, distanzierte sich nun öffentlich von dem Begriff, der mit seinem Namen untrennbar verbunden war. Und natürlich bemerkte auch die andere Seite diese Veränderung sofort. Klimaschützer und progressive Investorengruppen, die BlackRock jahrelang als mächtigen Verbündeten betrachtet hatten, warfen Fink nun Feigheit vor. Sie veröffentlichten Analysen, die zeigten, dass BlackRock trotz aller Nachhaltigkeitsrhetorik nach wie vor einer der größten institutionellen Investoren in fossile Brennstoffe weltweit war. Kohle, Öl, Gas. Und diese Summen waren alles andere als klein. In einem einzigen Jahr hielt BlackRock Beteiligungen in Höhe von mehreren $100 Milliarden in Energieunternehmen, die direkt von der weiteren Verbrennung fossiler Rohstoffe abhängig waren. Die NGO Reclaim Finance veröffentlichte im Jahr 2022 einen Bericht, in dem sie BlackRock als einen der größten Finanziers der Kohleindustrie weltweit bezeichnete, trotz der öffentlichen Commitments zu Netto-Null-Emissionen. Der Bericht verbreitete sich schnell. Medien griffen ihn auf. Kritiker ebenfalls. Und er stellte eine Frage, die schwer zu beantworten war: Wie kann ein Unternehmen gleichzeitig der lauteste öffentliche Anwalt für Klimaschutz und einer der größten Geldgeber für klimaschädliche Industrien sein? Fink antwortete, wie er immer antwortete, mit Nuancen. Man müsse die Energiewende finanzieren, nicht das Kapital entziehen. Abrupte Desinvestitionen würden die Transformation verlangsamen, nicht beschleunigen. Es seien komplexe Abwägungen in einer komplexen Welt. Vielleicht stimmte das. Vielleicht war es aber auch einfach die bequemste Antwort. In der Kritik von links und rechts gleichzeitig zu stehen, ist eine eigentümliche Position. Sie bedeutet meistens, dass jemand auf einem sehr schmalen Grat unterwegs war und dass dieser Grat schmaler geworden war, als er gedacht hatte. Jahrelang hatte BlackRock versucht, sich als moralische Stimme des globalen Kapitalismus zu präsentieren. Und nun stellte sich heraus, dass diese Position einen Preis hatte. Doch die eigentliche Entwicklung begann erst jetzt. Während der ESG-Streit in amerikanischen Wahlkämpfen ausgetragen wurde, geschah in Europa etwas Stilleres und in gewisser Weise Beunruhigenderes. Während die ESG-Debatte eskalierte, bewegte sich BlackRock längst in einen anderen Bereich Infrastruktur. Nicht mehr nur in Aktien oder Anleihen, sondern in reale Infrastruktur. Flughäfen, Pipelines, Stromnetze, Glasfaserkabel, Wasserkraftwerke, in die physische Infrastruktur, auf die moderne Gesellschaften angewiesen sind, um zu funktionieren. Diese Verschiebung begann nicht über Nacht. BlackRock hatte 2017 eine eigene Infrastruktur-Investmentsparte aufgebaut. Bis 2023 verwaltete diese Sparte mehr als $50 Milliarden in realen Vermögenswerten, reale Infrastruktur. Dinge, ohne die ganze Städte stillstehen würden. In Großbritannien hält BlackRock Anteile an privatisierten Versorgungsnetzen, in Australien an Häfen und Flughäfen, in Deutschland und Frankreich an Energieinfrastruktur. Die genauen Beteiligungsstrukturen sind komplex und nicht immer vollständig öffentlich einsehbar, weil Infrastrukturinvestitionen oft über Fonds und Zweckgesellschaften abgewickelt werden, die gesetzlich deutlich weniger Transparenzpflichten unterliegen als börsennotierte Aktiengesellschaften. Und genau hier entstand eine Frage, über die öffentlich erstaunlich selten gesprochen wurde:
Was bedeutet es für eine Demokratie, wenn die Infrastruktur, die ihre Bürger täglich nutzen, von einem privaten Unternehmen verwaltet wird, das keiner gewählten Regierung gegenüber Rechenschaft schuldet? Wenn die Renditeerwartungen der Pensionsfondskunden von BlackRock die Investitionsentscheidungen in Wassernetzen oder Stromtrassen mitbestimmen? In Großbritannien führte die Privatisierung von Versorgungsinfrastruktur in den 80er und 90er Jahren zu einem System, in dem privatwirtschaftliche Aktionäre, darunter große institutionelle Investoren wie BlackRock, entscheidenden Einfluss auf die Preisgestaltung und die Investitionsplanung von Trinkwassernetzen, Gasleitungen und Stromanschlüssen haben. Als im Jahr 2023 britische Wasserunternehmen wegen mangelhafter Investitionen und gleichzeitig hoher Dividendenausschüttungen in die Kritik gerieten, tauchten in den Aktionärslisten regelmäßig dieselben Namen auf: Vanguard, State Street, BlackRock. Das ist keine Anklage. Es ist eine Beschreibung. Die Frage, die sie aufwirft, ist keine moralische. Sie ist eine strukturelle. Wenn privates Kapital öffentliche Infrastruktur verwaltet, wessen Interessen haben Vorrang? Die Interessen der Rentenempfänger, die Rendite erwarten, oder die Interessen der Bürger, die sauberes Wasser aus dem Hahn erwarten? Das waren längst keine theoretischen Szenarien mehr, sondern reale Machtstrukturen. Genau an diesem Punkt gehen die Meinungen oft auseinander. Ist das einfach moderner Kapitalismus oder bereits zu viel Macht in zu wenigen Händen? Und Aladdin rechnet sie jeden Morgen durch. In der Finanzwelt gibt es eine Zahl, über die nur selten offen gesprochen wird. Nicht, weil sie geheim gehalten wird, sondern weil ihre Konsequenzen unbequem sind. In bestimmten Segmenten des amerikanischen Aktienmarktes halten BlackRock, Vanguard und State Street zusammen mehr als 20% der Anteile an nahezu jedem der wichtigsten börsennotierten Unternehmen. In manchen Sektoren, Banken, Gesundheit, Technologie, liegt dieser gemeinsame Anteil deutlich höher. In der Finanzwelt haben diese drei Unternehmen längst einen eigenen Namen, die Big Three. Und das Problem, das Ökonomen beschäftigt, ist nicht ihre Größe allein. Es ist eine spezifische Frage. Wenn dieselben Aktionäre gleichzeitig Anteile an Unternehmen halten, die miteinander im Wettbewerb stehen, an Delta und United Airlines etwa, an JP Morgan und Bank of America, an Apple und Microsoft, haben diese Unternehmen dann noch einen echten wirtschaftlichen Anreiz, wirklich gegeneinander zu konkurrieren? Diese Hypothese, Common Ownership als stiller Wettbewerbshemmer, ist unter Ökonomen kontrovers. Einige Studien finden Belege dafür, andere bestreiten sie. Doch allein die Tatsache, dass Ökonomen diese Frage inzwischen ernsthaft stellen, zeigt, wie stark sich Macht inzwischen konzentriert hat. Kein Antimonopolgesetz weltweit war für eine Situation konzipiert, in der die größte Marktmacht nicht durch den Besitz eines Unternehmens entsteht, sondern durch den gleichzeitigen Besitz von allen. Und genau hier beginnt der vielleicht beunruhigendste Teil dieser Geschichte. Im März 2020, als die Corona-Pandemie die Finanzmärkte zum Einsturz brachte, rief die Federal Reserve erneut an. Diesmal wirkte die Situation teilweise noch chaotischer als 2008. Teile der Anleihemärkte funktionierten plötzlich nicht mehr. Käufer verschwanden, Preise kollabierten in Bereichen, die als sicher galten. Die Fed entschied, direkt in Unternehmensanleihen einzugreifen. Ein Schritt, den sie in ihrer über 100-jährigen Geschichte noch nie unternommen hatte. Die Fed brauchte jemanden, der diesen Eingriff operativ kontrollieren konnte. Ohne Ausschreibung, ohne öffentlichen Wettbewerb. Sie entschied sich für BlackRock. Für die Durchführung des Corporate Credit Facility Programms, einem der wichtigsten geldpolitischen Eingriffe in der Geschichte der US-Zentralbank, wurde BlackRock ohne reguläres Vergabeverfahren beauftragt. Das Unternehmen verwaltete im Rahmen dieses Mandats zeitweise mehrere 100 Milliarden Dollar an staatlich gestützten Vermögenswerten. Gleichzeitig hielt BlackRock selbst Positionen in vielen jener Unternehmensanleihen, die durch das Programm gestützt wurden. Damit entstanden offensichtliche Interessenkonflikte. Sie wurden intern durch sogenannte Chinese Walls verwaltet, informationelle Trennwände innerhalb des Unternehmens. Ob diese Trennwände in der Hitze einer globalen Finanzpanik vollständig funktionierten, hat keine unabhängige Stelle überprüft. Im Kongress wurden Fragen gestellt, Berichte erschienen, Kritik wurde laut und dann, wie so oft, wenn die unmittelbare Krise vorbei ist, wurde das Thema beiseite gelegt. Die Märkte stabilisierten sich. BlackRock hatte geholfen. Die Welt atmete auf. Und mit der Zeit hörte fast niemand mehr laut genug hin, um zu fragen, unter welchen Bedingungen diese Hilfe eigentlich geleistet worden war. In Brüssel arbeitet seit einigen Jahren eine kleine Gruppe von Regulierungsexperten an einer Frage, die sie intern, so berichten S-Insider, das Aladdin-Problem nennen. Die zentrale Frage lautet: Was passiert, wenn ein System, das Risiken im Wert von 21 Billionen Dollar verwaltet, plötzlich fundamental falsch liegt? Nicht nur ein kleiner Prognosefehler in einem einzelnen Portfolio, sondern ein struktureller Fehler, der sich überall gleichzeitig zeigt, sondern ein struktureller,
Ein struktureller Fehler im Modell, der sich nicht in einem einzigen Fonds zeigt, sondern in allen gleichzeitig, weil alle dieselbe Infrastruktur nutzen, dieselben Korrelationsannahmen haben, dieselben blinden Flecken teilen. Bis heute existiert für dieses Risiko nicht einmal eine wirklich passende regulatorische Kategorie. Es ist kein Kreditrisiko, kein Marktrisiko, es ist ein Systemrisiko, verursacht nicht durch Schwäche, sondern durch Konzentration. Nicht durch Fehler, sondern durch Einheitlichkeit. Wenn alle dasselbe Risikomodell nutzen, denken alle auf dieselbe Weise. Wenn alle auf dieselbe Weise denken, reagieren alle auf denselben Schock auf dieselbe Weise. Und wenn alle zur selben Zeit in dieselbe Richtung reagieren, dann ist das kein Risikomanagement mehr. Dann erzeugt das System selbst neues Risiko. Die Finanzstabilitätsbehörden in den USA, in Europa und in Großbritannien haben in den letzten Jahren begonnen, dieses Konzentrationsrisiko in ihre Berichte aufzunehmen. Sie beschreiben es vorsichtig in der Sprache von Behörden, die lieber warnen als handeln, als potenziellen Faktor, als Beobachtungsschwerpunkt, als Thema weiterer Untersuchungen. Konkrete Regulierungsmaßnahmen, Obergrenzen, Transparenzpflichten, strukturelle Trennung haben sie bisher nicht vorgeschlagen. Denn jede ernsthafte Regulierung von BlackRock würde gleichzeitig die Rentenersparnisse von hunderten Millionen Menschen berühren. Das ist längst kein theoretisches Problem mehr. Es ist eine politische Falle geworden. Und politische Fallen werden nicht gelöst, sie werden verwaltet. Und bis heute scheint niemand wirklich zu wissen, wie man dieses Problem lösen soll. Aladdin läuft weiter, jeden Tag, 180 Millionen Berechnungen, still, ohne Pause, ohne Schlaf. Larry Fink steht früh auf. Das ist kein Gerücht, er hat es in mehreren Interviews gesagt. Er ist um 5 Uhr wach. Er liest, nicht die Finanzpresse zuerst, sondern allgemeine Nachrichten, Politik, Gesellschaft, Geopolitik. Er kocht Kaffee. Und er denkt lange nach, bevor er Entscheidungen trifft. Mitarbeiter, die ihn seit Jahren kennen, beschreiben ihn als jemanden, der zuhört, wirklich zuhört, nicht nur wartet, bis er selbst reden kann. Er stellt Fragen, erinnert sich an Details. Menschen, die mit ihm gearbeitet haben, beschreiben ihn oft als außergewöhnlich diszipliniert. Und trotzdem ist aus seinem Unternehmen längst etwas geworden, das Fragen aufwirft, die kein einzelner Mensch mehr beantworten kann. Larry Fink wirkt nicht wie der klassische Bösewicht, als den ihn manche darstellen wollen, weder die von links, die in ihm den Inbegriff des rücksichtslosen Finanzkapitalismus sehen, noch die von rechts, die ihn zum Architekten einer globalen Vogue-Agenda erklären. Er ist ein außergewöhnlich intelligenter Mann, der ein außergewöhnlich mächtiges System aufgebaut hat und der nun, wie alle Menschen, die Systeme dieser Größe schaffen, entdeckt, dass das System irgendwann größer wird als sein Schöpfer. Mit einer eigenen Logik, eigenen Zwängen und irgendwann vielleicht sogar eigenen Regeln. BlackRock ist längst größer geworden als Larry Fink selbst. Das ist keine Metapher, das ist Mathematik. 10 Billionen Dollar entwickeln irgendwann ihre eigene Schwerkraft. Sie bewegen sich nicht nach dem Willen einer einzelnen Person. Sie bewegen sich nach dem Willen von Algorithmen, Mandaten, Verträgen, regulatorischen Anforderungen, Kundenerwartungen und irgendwo in diesem Geflecht sitzt Fink und schreibt einmal im Jahr einen Brief, in dem er der Welt erklärt, wie er die Lage sieht. Und die Welt hört ihm zu. Ob irgendjemand jemals bewusst entschieden hat, dass ein einzelnes Unternehmen so viel Einfluss besitzen sollte, genau diese Frage stellt heute fast niemand laut. Nicht, weil sie verboten ist, sondern weil die Antwort unbequem wäre. Im Herbst 2023 hielt BlackRock seinen jährlichen Investorengipfel in New York ab. Finanzminister waren anwesend, Zentralbankvertreter, CEOs der größten Konzerne der Welt. Ein Journalist, der anwesend war, beschrieb das Treffen später nicht als Unternehmensveranstaltung, sondern eher als eine Art inoffizielle Versammlung der globalen Wirtschaftsregierung. Kein Fotografenauge, das an der Tür hätte warten müssen, kein Sicherheitsgitter, das die Öffentlichkeit fernhielt. Es war schlicht keine Öffentlichkeit vorgesehen. Fink sprach. Er sprach über Infrastruktur, über Klimawandel, über geopolitische Fragmentierung, über die Notwendigkeit, privates Kapital in die Lücken zu leiten, die staatliche Haushalte nicht füllen können. Ruhig, kontrolliert, mit der Selbstverständlichkeit eines Mannes, der genau weiß, dass ihm jeder im Raum zuhört, weil jeder im Raum Grund hat, ihm zuzuhören. Am Ende sagte er etwas, das in den nachfolgenden Berichten kaum auftauchte. Er sagte, die Finanzwelt stehe vor Herausforderungen, die kein einzelnes Unternehmen lösen könne. Dass privates Kapital öffentliche Ziele nicht ersetzen könne, nur ergänzen. Dass er hoffe, dass Regierungen und Märkte zusammenarbeiteten. Es war ein kleiner Satz, fast beiläufig gesprochen, mit dem Tonfall eines Mannes, der viele solcher Sätze gesagt hat. Doch genau darin lag etwas, das alles andere als beiläufig war. Eine stille Anerkennung, dass selbst ein System wie BlackRock irgendwann an Grenzen stößt. Nicht die Grenze des Wachstums, sondern die Grenze der Legitimität. Kapital kann Schulen bauen, Windparks finanzieren, Infrastruktur modernisieren, Märkte stabilisieren. Was es nicht kann, was kein Kapital je konnte, egal wie intelligent das Modell, egal wie präzise der Algorithmus, ist entscheidend, für wen gebaut wird. Wer Zugang bekommt und wer nicht.
was als gerecht gilt und was als ungerecht. Denn das sind politische Fragen, und politische Fragen brauchen irgendwann politische Antworten. Keine Algorithmen, keine Briefe, keine Gipfeltreffen in geschlossenen Räumen. Irgendwo in einem Serverzentrum in Wilmington, Delaware läuft Aladdin und berechnet das Risiko von morgen. Die Lampe leuchtet weiter. Und die Antworten kommen weiter heraus. Millionen von ihnen jede Sekunde für Portfolios, deren Besitzer die Rentenempfänger in Tokio, Oslo, München und São Paulo sind. Menschen, die nie von Aladdin gehört haben, nie Finks Brief gelesen haben, nie in diesem Saal in New York saßen. Doch die eigentliche Frage bleibt offen. Wer formuliert am Ende die Regeln? Und gibt es überhaupt noch jemanden, der gewählt wurde und mächtig genug ist, Nein zu sagen? Still, ohne Antwort. Wie ein Bildschirm, der leuchtet, während alle schlafen. Mich würde außerdem interessieren, wie du das siehst. Und wenn du genau solche modernen Machtgeschichten spannend findest, abonniere den Kanal und unterstütze das Video mit einem Like, denn hinter vielen globalen Systemen gibt es Geschichten, über die kaum öffentlich gesprochen wird.